Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute eine ganz tolle Besucherin und Gast, nämlich die Silke Schäfer, eine Profi-Astrologin. Und ich freue mich heute riesig, über die Herausforderungen der neuen Zeit mit ihr zu sprechen. Gerade 2020 stellt sich der ein oder andere wirklich die Frage, wie geht's eigentlich weiter? Und genau dafür sind wir heute da und ich freue mich sehr. Hallo Silke. Hallo Corinne, danke. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Und gerade jetzt auch 2020, eine ganz besondere Zeit, gab es so noch nie. Und ich denke, dass viele Menschen überhaupt gar nicht wissen, wie geht's denn hier weiter. Und du als Top-Astrologin, was kannst du uns schon mal sagen zu dem Thema Astrologie? Wie können wir das integrieren in unsere jetzige Situation? Also erstmal, das gab es noch nie, gell? Das ist, jeden Moment ist es so, dass es das noch nie gab. Also das ist ganz wichtig, ja, dass wir auch sozusagen uns wirklich mal vergegenwärtigen, dass jeder Moment einzigartig ist. Wenn wir das jetzt aber im größeren Zusammenhang sehen, und das ist ja das, was du meinst, gell? Auch auf die evolutionäre Entwicklung der Menschheit und auch von Planet Erde, dann ist das wirklich eine sehr spezielle Zeit jetzt. Und da gibt es verschiedene Rhythmen. Wenn wir von der Astrologie her schauen, ich mache das seit über fast 30 Jahre jetzt, und wenn wir von der Astrologie her schauen, schaue ich ja in das Metasystem. Also wir verlassen mit meinem Blick, wie ich arbeite und wie ich schöpfe, verlassen wir die Erde und gehen in ein größeres System. Und das größere System ist wie unser physischer Körper, ein ganzes System. Unser Körper fängt ja auch sozusagen hier oben beim Kopf an, bis zu den Füßen rein, mal jetzt als System. Und genau das ist auch das Sonnensystem, mit dem ich arbeite. Und da gibt es immer wieder verschiedene, wir nennen das Konstellationen. Ja. Und da gibt es mitunter mal, sagen wir so, fließendere oder etwas harzigere aus der Perspektive der Erde. Und dieses 2020 ist eingebunden in eine etwas, sagen wir so, harzigere Phase. Gerade jetzt, du hattest letztes Jahr auch schon Vorträge darüber gehalten, was 2020 kommt. Hat sich für dich jetzt astrologisch einiges schon bestätigt, was jetzt passiert ist? Was hat man gesehen, wo du dachtest, naja, keine Ahnung, was da kommt, aber da muss weißt du, gerade so mit dem Corona-Thema, das stand ja jetzt nicht in den Sternen, aber wie hat sich das abgezeichnet? Das ist eine sehr schöne und meistens auch eine sehr beliebte Frage. Weil das, was wir ja nicht sehen in der Astrologie oder mit diesem Blick, mit dem Metablick, ist die Form. Also wie genau es sich manifestiert. Was ich sehe, ist die Energie. Ja, und das kann man ja fühlen. Wenn man in irgendeinen Raum hineinkommt, dann kann man auch fühlen, ist jetzt eine entspannte Stimmung oder ist jetzt eine angespannte Stimmung. Aber wie sich das manifestiert, das sehe ich nicht. Also Corona hat tatsächlich in unseren Kreisen niemand vorausgesehen. Ja, und dann kommen nachher die sogenannten Astrologiegegner und sagen, siehst du, hat sie nicht gewusst. Ja. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht um die Entwicklung des Bewusstseins. Ja, das würde mich jetzt interessieren. Wie war das in den Sternen zu sehen, was jetzt gerade passiert? Oder wie ist es? Es ist so, dass wir verschiedene, sagen wir so, Häufungen sehen können in den Konstellationen. Und da gibt es Häufungen im Zeichen Steinbock, da gibt es Häufungen im Zeichen Stier, da gibt es jetzt einen großen Scheinwerfer, einen sogenannten kosmischen Scheinwerfer, wie ich ihn nenne, im Zeichen Zwilling. Da gibt es jetzt ganz starke, dynamische, herausfordernde Energien im Zeichen Widder. Und so entsteht immer ein Bild, wo ich sozusagen hineinschaue und Geschichten sehen kann, die sich manifestieren könnten. Und das jetzt aber du fragtest, habe ich da irgendwas gesehen? Ja, den Wechsel jetzt Mitte März 2020, der war ganz klar erkennbar, aber dass sich das so manifestiert, das habe ich nicht gesehen. Ich selber auch denke, wow, so fühlt sich das also an, ja? Wenn ein Wechsel geschieht. Wenn der Wechsel in ein neues Bewusstsein. Und das geht ganz, ganz wichtig. Es geht darum, dass wir auf eine schnellere Schwingung kommen. Und dafür haben wir uns mit Corona erstmal verlangsamen müssen. Also nach innen schauen, das sagen ja alle spirituellen Lehrer schon seit Jahrtausenden. Ja? Der Weg kommt von innen, du gehst von innen nach außen. Und wir haben über 6000 Jahre Leistungsdenken hinter uns oder sind so geprägt, dass wir immer nach außen schauen, schneller, höher, besser, weiter. Und jetzt sind wir sozusagen, ich nenne es mal so, in Watte gelaufen, weil wir organisieren uns als Menschheit neu. Und dafür ist es ganz wichtig jetzt gewesen, auch dieser Corona-Lockdown, der war ja
für ganz viele Menschen sehr heilsam, für viele Menschen anstrengend. Ja? Jeder hat es anders erfahren. Aber aus meiner Metaperspektive war dieses in Watte laufen jetzt ganz wichtig, um sich mal zu besinnen, was ist wirklich meine Kernkompetenz. Da kommt die Astrologie insofern ins Spiel, dass man sagen kann, okay, das Zeichen Steinbock hat eine ganz große Leuchtkraft in dieser Zeit. Und Steinbock heißt genau, ja, ich schaue für meine Kernkompetenz. Und wenn wir 6000 Jahre uns immer nur nach den anderen gerichtet haben oder wie kann ich noch mehr Gewinn machen, wie können wir die Erde ausbeuten und, da sind jetzt andere Frequenzen, die hereinkommen auf Planet Erde. Und andere Frequenzen laufen wieder aus. Und wir gehen gemeinsam, und das wird wichtig, wir gehen gemeinsam als Menschheit, als Menschenfamilie auf eine neue Bewusstseinsstufe. Und dafür ist dieses Besinnen erstmal ganz, ganz wichtig gewesen. Mhm. Gerade die Menschen, es gab ja jetzt die einen, die vielleicht einen Vorteil hatten, dass sie vielleicht auch monetär so gebettet waren, dass sie die Zeit entspannt durchgelebt haben. Die anderen, die sind jetzt natürlich auch vielleicht an ihre Grenzen gekommen. Was gibt's denn für Möglichkeiten, die Schwingungen und die Orientierungslosigkeit, die Astrologie für einen jetzt persönlich zu nutzen, dass man sagt, ich weiß jetzt gar nicht weiter. Und was habe ich jetzt, wie kann ich die Astrologie für mich als Einzelmensch nutzen, als Einzelperson? Kann ich mir ein Bild machen lassen oder das also mal vielleicht so ein zur ersten Frage. Wenn du sagst, manche haben es entspannter genommen und manche nicht so entspannt. Wir sind alle, also unisono, ja, alle in eine neue Situation gekommen. Auch diejenigen, die vielleicht monetär besser gestellt sind als andere. Aber es ist für alle eine Herausforderung. Und was jetzt sozusagen erkennbar ist für mich, ist, dass wir miteinander lernen, als Menschenfamilie zu sein. Und diejenigen, denen es vielleicht monetär, wie du es so schön edel ausdrückst, besser geht, haben andere Aufgaben. Die haben Aufgaben, dann andere zu unterstützen, denen es nicht so gut geht, zum Beispiel. Und da sind ganz tolle Sachen bereits passiert. Ja? Unternehmer fangen an oder haben angefangen umzudenken, jedenfalls die Fortschrittlichen, ja, zu sehen, Mensch, wir müssen das Geld anders verteilen. Ja? Die Geldströme müssen anders laufen. Und da kommen ganz andere Themen jetzt zum Vorschein. Wer waren unsere Helden jetzt während Corona? Die Menschen an der Supermarktkasse, ja, oder die Postboten, die Päckchen reingebracht haben. Wir haben immer gesagt, hier, ihr seid unsere Helden, dass plötzlich das Thema der Systemrelevanz sich verschoben hat. Weil wir haben jetzt erstmal gesehen, was hält eigentlich das System am Laufen? Das sind nicht, ich sage jetzt mal ganz direkt, die Banker, sondern das sind Menschen, die direkt an der Front arbeiten, auch in den Spitälern, in den Krankenhäusern. Und dadurch, dass es manche gut finanziell einfach besser ging als anderen, verschieben sich die Werte jetzt. Ja, weil jedem, dem es, sagen wir so, gut ging oder gut geht, wird anfangen umzudenken, sagen, ja, was mache ich jetzt, wenn das so auseinanderklafft? Und es gibt ganz viele Menschen, die ihren Job verlieren, ja, die in Kurzarbeit gegangen sind. Das ist ja irre, wie das in Amerika plötzlich explodierte. Da haben wir jetzt in einem Monat so viel Selbstmorde wie im ganzen Jahr. Das auch noch, ja. Und Scheidungsraten kennen wir ja schon, aber auch dieses Hire-and-Fire-Prinzip in Amerika, so von jetzt auf gleich innerhalb einer Woche, zack, oder sind sie ihren Job los. Und das sind ganz neue Dynamiken, die haben wirklich, also das ist ein kollektives Ausmaß. Das ist mal das eine, das sehen wir auch ganz klar in den Sternen. Es gibt sogenannte kollektive Energien und persönliche. Und die zweite Frage, wo du sagst, was kann ich persönlich daraus machen? Natürlich kann ich schauen, oder jeder für sich kann schauen, wie bin ich als Individuum, ja, in diese Gesamtkomposition des Universums eingebunden. Was ist meine Aufgabe? Wo liegt sozusagen, ich sage jetzt mal so bildlich gesprochen, das Universum den Fokus hin in meinem persönlichen Dasein? Und das ist ganz einfach anzuschauen über die Metaebene. Und so können wir jeder für uns, wenn man das möchte, wenn man offen ist dafür, sich mehr und mehr orientieren, ja, wo das Universum sozusagen mit uns hin möchte. Lange Zeit haben wir gesagt, wir wollen da und dahin, aber jetzt kommt das Universum und sagt, es geht in eine andere Ebene, weil wir wechseln effektiv die Zeitalter und gehen auf eine ganz neue in eine ganz neue Menschheitsepoche. Das sehe ich an den verschiedenen Zyklen. Und da ist jeder persönlich drin eingebunden, aber vor allem eben auch kollektiv, wir alle. Und das geht immer miteinander, beides.
Jetzt haben die einen oder anderen, die sich mit dem Ganzen schon befasst haben, schon jahrelang auf diesen Zyklus jetzt gewartet, ja, wie so eine Vorfreude. Mir stellt sich jetzt die Frage, wie lang wird jetzt dieser Prozess gehen, bis wir alle gemeinsam bereit sind, diesen Weg zu gehen? Weil wir merken ja auch bei manchen, die brauchen einfach jetzt auch noch ein bisschen Zeit, um sich mit sich zu beschäftigen und in ein anderes Bewusstsein zu kommen. Siehst du ungefähr, wie lang dieser Wandel so vonstatten geht? Ja, ja, das kann man ganz klar benennen, weil die Astrologie ist eine weibliche Kunst. Schön. Wir arbeiten mit Zyklen, ja. Kennen wir vom Vollmond und Leermond. Mal ist er voll, mal ist er wieder leer. Das ist ein Zyklus von ungefähr 28, 29 Tagen. Und so haben wir vom kleinen, schnellen Zyklus bis hin zum ganz langsamen Zyklus der Pluto 248 Jahre. Und die verschiedenen Zyklen interagieren unterschiedlich. Und jetzt sind wir in 2020 in einem Zeitfenster, wo 3 von den ganz langsamen Zyklen miteinander zusammenkommen zu einem, man kann sagen, verglichen mit einem Neumond, zu einer Samenlegung. Da geht also wirklich geschichtlich, historisch geht etwas zu Ende und gleichzeitig beginnen neue Zyklen. Und da haben wir jetzt in diesem Jahr verschiedene, also 3 von den sogenannten Großzyklen, die also langsamer laufen, wo wir sagen können, das Thema Verantwortung und Demut, was jetzt im Feld ist, für uns alle, geht bis 2054. Das sind 34 Jahre. Okay. Ja. Wir haben ein anderes Thema, wo es um Wahrheit und wie soll man sagen, Wahrheit und Lüge geht. Oh, ja. Ja, ganz ein wichtiges Thema. Ja. Der fängt jetzt an und endet. Das alte Thema endet, das neue geht 13 Jahre. So lang noch. Und dann haben wir Geld, man denkt. Und der dritte Zyklus von den ganz Großen, der beginnt an Weihnachten 2020 mit dem Stern von Bethlehem. Der geht 20 Jahre. Und das ist dann dieses, wenn du sagst, dieses Miteinander zusammenkommen als Menschheit auf einer vollkommen neuen Schwingung. Und da spielt die Technologie eine ganz, ganz große Rolle. Da spielt die Genmanipulation eine ganz große Rolle. Und da spielt das Bewusstsein hin in eine Schwingungserhöhung von erhöhter Wahrnehmung bis hin zur telepathischen Verständigung eine neue Rolle. Also wir sind wirklich an einem gigantischen Gap. Und die Genmanipulation, die wird sich aber hoffentlich über die Schwingung entwickeln und nicht über irgendwelche externen Zuführungen von, keine Ahnung, Technologien unter die Haut oder sieht man auch nicht so richtig. Gell? Das ist ja, also ich bin ja so neugierig. Ich sehe ja die Form nicht, aber ich beobachte. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Teil auch meiner Arbeit. Die Hoffnung, wenn dieses Telepathische entsteht, gehe ich ja davon aus, dass es eine gute Entwicklung sein wird. Weißt du, es ist immer die Frage, was ist gut? Was ist gut, ja. Und ich sage immer, mitunter ist nicht gut. Ja, dass du dann vielleicht einen Arbeitsplatz verlierst und denkst, oh, das ist aber nicht gut. Aber genau dadurch kommst du in ein ganz anderes Gefüge von Menschen hinein, wo du plötzlich merkst, oh, da bin ich richtig. Deswegen ist es ganz wichtig, und das ist absolute Basis und Grundlage meines Wirkens, nicht werten. Aber eine Haltung haben. Das ist sehr wichtig. Und wenn wir jetzt von der Manipulation sprechen, das ist ein Wort, was sehr stigmatisiert ist. Ja, manipulieren heißt nichts anderes als Manu, mit der Hand eingreifen. Also ich greife in ein System ein. Und das mit CRISPR, das ist jetzt ganz ein wichtiges, ganz ein gigantisch großes Thema, die Genschere, ja, die heute angewendet wird. Das ist vor kurzem, ich glaube seit 2015 ist das erst im Feld. Wir können aus der DNA, Themen herausschneiden und neu einsetzen. Und Menschen zu designen, ob wir jetzt dann alle blauäugig sind oder blond oder sonst wie, das ist alles auf dem Programm der nächsten 2000 Jahre. Wie wir das umsetzen werden, das liegt nachher an uns. Deswegen ist jetzt, und jetzt ist ganz wichtig, jetzt gehen wir wieder zurück auf heute, deswegen ist die Zeit jetzt, dieses in Watte laufen, sage ich, dieses sich besinnen, dieses bei sich ankommen, prüfen, wer bin ich wirklich, was ist meine Kernkompetenz, dass ich von innen her weiß, was mein Job ist und für den übernehme ich Verantwortung. Und dann werden wir in eine Menschheitsentwicklung mitgestalten können, die, ich sage jetzt mal, dem universellen Weg entspricht. Es liegt nicht an uns zu urteilen, ist das gut oder nicht gut. Wir können mitgestalten, wie weit wollen wir gehen. Und nur um das abzurunden,
Das nächste Zeitalter ist das sogenannte Wassermann-Zeitalter. Und die größte Überschrift ist die Überschrift der Ethik. Und einer der wichtigsten Berufe wird der Digitalethiker oder die Digitalethikerin. Wie weit dürfen wir gehen mit all den technologischen Möglichkeiten? Was kommt erst noch? Ja, man merkt ja jetzt auch bei der Thema Ethik, ich spüre es jetzt in meinem Beruf auch parallel, dass sehr viele Menschen achtsamer werden mit dem Tierwohl. Auf einmal kommen Männer und sagen, ich bin Vegetarier, wo ich denke, hä? Also den habe ich eigentlich, never ever hätte ich gedacht, dass der auf den Trichter kommt. Ja? Also das ist schon echt spannend zu sehen, wie diese Zeit einfach auch die Menschen gerade bei dem Thema sensibilisiert, bei dem Thema Ernährung, Achtsamkeit. Ja. Und weißt du, das ist so schön, dass du es ansprichst, weil diejenigen, die auf dem spirituellen Weg sind oder längere Zeit schon sind und diese Felder auch mit immer wieder mit beackert haben, bearbeitet haben, Achtsamkeitstraining, Persönlichkeitstrainings und das Wir miteinander und so weiter, die spirituelle Dimension, die Liebe unter den Menschen. Ja, das ist gar nicht einfach, standhaft zu bleiben in einem Teich voll Haie. Aber jetzt definitiv mit diesen 3 großen Zyklen, die zu Ende gehen und neu beginnen, sind wir wirklich in der Samenlegung einer neuen Menschheit. Und diese Achtsamkeitstraining, sage ich jetzt mal, gerade mit Corona oder jetzt beim Einkaufen, ich liebe das, wenn man Abstand halten muss. Dann hat man nicht immer die Leute so auf der Pelle, ja. Es ist vielleicht vom Wirtschaftlichen her ist das nicht einfach, weil wir müssen auch da umdenken. Und das ist ja das, was das Gigantische ist, wirklich das Besondere an dieser Zeit, dass alles, nicht nur ein einzelner Bereich sich verändert, sondern alles. Aber dieses achtsam miteinander sein und dieses achtsam aus der inneren Besinnung heraus, ja, zu handeln oder auch nicht zu handeln, ja, eine Haltung zu haben, sich begegnen zu können, das ist die absolute Grundlage für die nächsten Schritte der Menschheit. Und was dann daraus wird, wie weit wir kommen, das sehen wir jetzt an den Science-Fiction-Filmen bereits. Aber es geht darum, dass wir auch die ganzen technologischen Möglichkeiten der totalen Vernetzung, ich sage es extra, der totalen Vernetzung, das kommt. Warum? Weil wir Menschen ein inneres Internet haben. Das sind nämlich unsere Synapsen da oben. Und das wird dichter, das ganze miteinander Vernetzte, ja, das wird, weil es angelegt ist in uns Menschen, weil es zu uns gehört, weil wir sozusagen ein multidimensionales Wesen ja sind, ja, als Licht, als Liebe, werden wir uns in diese Richtung jetzt hinein entwickeln, auch äußerlich. Aber dafür ist diese innere Achtsamkeit und die innere Hygiene und das innere sich bewusst werden, was nehme ich auf in mein Energiesystem, das wird ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Miteinanders. Und das fängt jetzt an. Auch die innere, ich habe es heute Morgen noch mal auch gelesen, die Zirbeldrüse, siehst du da durch die Schwingung, kann man da auch was sehen in der Astrologie, wie sich im Körper, also ist das auch diese genetische Veränderung? Weil ich glaube, über diese Drüse sind wir doch auch in der Lage, mehr in unsere, ich sage jetzt mal, Schöpferkraft zu kommen, visualisieren, spüren, feinfühlig, Telepathie. Passiert da was? Oder gibt es da Zusammenhänge, was in unserem Hirn passiert? Es ist ja so, ich bin keine Medizinerin. Ja. Und für solche ganz spezifischen Fragen muss ich selber jetzt wieder im Buch nachschauen, ja, weil es ist wirklich tatsächlich erkennbar, dass Organe dem Planeten zugeordnet sind. Also die medizinische Astrologie, die war ja damals vor 4000 Jahren, als das Ganze so richtig losging, war die ja absolut normal. Jeder Arzt, jede Ärztin gab es, glaube ich, damals nicht, aber jeder Arzt war auch selbstverständlich Astrologe. Das heißt, wenn du nach der Zirbeldrüse fragst, würde ich jetzt erstmal in mein Lehrbuch gehen und würde mal gucken, was war jetzt nochmal Zirbeldrüse, und dann würde ich mir das System anschauen. Ja? Das kann man machen. Das ist ja spannend. Das kann man selbstverständlich für sich schauen. Ja. Doch. Auch auf andere Organe, wenn was mit der Pankreas ist oder mit der Leber oder mit dem Herzen, also das sind alles Zuordnungen, die können wir selbstverständlich im Horoskop erkennen, weil das Horoskop ist ein Energiemuster sozusagen, ja, dein persönlicher Samenkorn für diese Inkarnation. Nur für diese, nicht für andere. Für diese Inkarnation. Und da kann man Disposition sehen. Aber was ich natürlich nicht sehen kann, und das ist ganz wichtig, ich sehe nicht,
den Bewusstseinszustand eines Menschen. Ich sehe nicht das Geschlecht, ob es männlich oder weiblich ist. Ja, es kann auch eine Firma sein, also alles, was einen Anfang hat ein Horoskop. Ja, und ich sehe nicht die Evolutionsstufe. Deswegen Zirbeldrüse wäre ein Thema für sich. Da könnte ich gerne mal forschen, können wir uns mal näher drüber unterhalten. Aber energetisch ist es so, was können wir tun? Wie ist mal die Frage, und wir können uns selbstverständlich, wenn jemand sich dafür interessiert und sagt, da schwingt was ein, da möchte ich mich mit beschäftigen, dann beschäftige dich damit. Das ist das Wichtige, dass wir diesen Momenten nachgehen, wenn ich denke, oh, da interessiert mich was. Ja. Und dann kann es sein, dass jemand mehr sich mit dem Thema Zirbeldrüse beschäftigt und da vielleicht auch eine neue Entdeckung macht, und andere interessieren sich für was anderes. Aber allgemein jetzt kann ich dazu jetzt ganz konkret keine Auskunft geben, da müsste ich mich selber erst nochmal schlau machen. Ja, aber ich fand es jetzt schon sehr interessant, dass die Organe auch wiederum zugeordnet werden können. Ich meine, das ist ja auch, wenn man jetzt von den Organen selber ein Problem hat, also persönlich, könnte ich auch sagen, können wir mal gemeinsam astrologisch schauen, was mit der Leber oder mit der Pankreas zu tun hat. Selbstverständlich. Ja, und das ist ja schon mal eine wertvolle Information nochmal über die Astrologie, was die alles kann. Also die Astrologie kann gar nichts. Oder? Das ist wichtig. Das liegt an der Kunst der Person, die das deutet. Ja, okay. Und ich kann es sehr, sagen wir mal so, sehr unbewusst deuten. Ich kann es aber auch sehr medial deuten. Das ist wie in jedem Beruf. Ja. Ja, du kannst sehr reißerisch zum Beispiel einen Artikel schreiben, du kannst aber auch sehr erleuchtet eine Information schreiben. Und die Astrologie kann gar nichts. Aber wir können das System, mit dem ich arbeite, mit dem Sonnensystem, und ich arbeite nur mit dem Sonnensystem, es gibt noch ganz andere, mit dem Sonnensystem, das können wir zur Rate ziehen. Ja. Und dann die Zusammenhänge erkennen. Und das ist das Eigentliche. Nicht die Astrologie kann nichts, aber ich kann es erkennen mit dieser Sprache. Das sind Codes, die kann man dekodieren. Schön. Ja. Tolles Schlusswort. Vielen Dank, liebe Silke, dass du zu uns gekommen bist. Und ich freue mich auf viele weitere schöne Interviews mit dir. Danke. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Danke. Ihr liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben einen schönen Einblick bekommen von unserer Profi-Astrologin Silke Schäfer. Viele neue Impulse für 2020 und wie es noch weitergeht in den nächsten Jahrzehnten. Ich fand es extrem spannend und freue mich auf weitere Interviews. Und bis bald, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Tschüss.